Hallo Frau Skibona. Wir sind jetzt ungefähr 5 Monate nach Ihrer FFS und ich hätte ein paar Fragen. Die erste ist, welche Probleme hatten Sie, warum Sie eine OP machen lassen wollten? Das Problem war bei mir einfach, ich hatte alles hinter mir. Ich hatte meine Geschlechtsangleichung, ich hatte die Hormone, ich hatte eine Brustvergrößerung gemacht, aber ich habe trotzdem gedacht, oder was heißt gedacht, es war eigentlich so, dass die Leute an meinem Gesicht halt trotzdem noch erkennen. Breiter Kiefer, die Nase, alles, das ist halt, dass sie halt das nicht erkannt haben, sozusagen. Und auch zum Beispiel so einfache Sachen wie einen Zopf tragen und so habe ich nie gemacht vorher, weil ich halt immer dachte, dann sieht man es halt noch extremer, vor allem den Kehlkopf. Und das waren halt so meine Gründe. Ich habe mich halt unwohl gefühlt. Trotz, dass ich alles hinter mir hatte, habe ich mich unwohl gefühlt. Nicht angekommen. Ja, und weshalb sind Sie deswegen zu mir gekommen? Also ich habe von Ihnen auch durch Influencer viel gehört. Dann habe ich auch Ihre Seite entdeckt und habe mir halt die Bilder angeguckt. Und also alle Ergebnisse, die da sind, sprechen für sich. Also die Vorher-Nachher-Bilder sind sehr gut. Und deswegen, also Ihre Arbeit hat mich überzeugt. Und das Ergebnis, wie ist es? Was hatten Sie davon? Sehr schön. Also die Nase, vor allem die Nase gefällt mir sehr gut. Das ändert halt wirklich das ganze Eindruck vom Gesicht. Auch mein Kinn ganz anders. Die Wangenknochen, der Kehlkopf, also sehr gut. Manchmal sehe ich, da ich mich schon gewöhnt habe, sehe ich das gar nicht mehr. Aber dann gucke ich alte Bilder von früher und denke mir, oh Gott, okay. Also es hat sich sehr viel geändert. Ins Positive. Und die Heilung, wie war das? Wie lange hat es gedauert? Haben Sie Schmerzen gehabt? Also Schmerzen hatte ich eigentlich keine. Die ersten Tage hat es vielleicht wegen dem Kehlkopf wie Halsschmerzen ein bisschen angefühlt, aber es war nicht unangenehm. Ja, so. Und die Heilung ging, also man hat jeden Tag gesehen, dass es abschwellt. Also es ging wirklich sehr schnell. Sogar meine Freundinnen von mir haben gesagt, oh, wie schnell heilst du eigentlich ab? Weil es ging richtig sehr schnell. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder arbeitsfähig waren? 2 Wochen. Boah. 2,5 Wochen konnte ich schon eigentlich raus. Das ist ja schnell. Es ging schnell, ja. Und Komplikationen, hat es noch irgendwelche gegeben? Nein, also ich hatte von Anfang an eigentlich keine Komplikationen mit der Heilung. Ging alles. Ja. Sie waren auch bei uns im Gästehaus, nicht wahr? Ja. Können Sie darüber was erzählen? Perfekt, also es ist richtig schön. Also es hat nicht diese Klinikatmosphäre, sondern es ist eher wie als wäre man in einer WG mit den anderen Patientinnen und die Mitarbeiter, die Schwestern. Dann die Petra natürlich, die uns alle da hilft, so gut sie kann. Also wirklich sehr schön. Auch alles gemütlich eingerichtet. Ja. Sehr, sehr schön. Sie haben schon die Vorher-Nachher-Bilder und die Videotestimonials erwähnt. Wie wichtig ist es eigentlich für Sie gewesen, dass Sie sich das vorher anschauen konnten? Also das ist eigentlich sehr wichtig, finde ich, weil ich kann jetzt zum Beispiel von Deutschland sprechen, dass es hier das eigentlich gar nicht gibt. Man kann sich hier keine Klinik aussuchen, wo es diese Vorher-Nachher-Bilder gibt. Und dann sagt es für mich als Patientin, okay, wie soll ich wirklich glauben, was da gemacht wird? Ja. Und bei Ihnen ist das nicht so, weil man sieht ja wirklich die Arbeit. Vor allem tun, wie sage ich das? Da ja bei Ihnen auch Influencerinnen waren, kann man die auch, ja auch ansprechen. Also man kann ihnen schreiben oder die machen selber Videos, wo die auch nochmal bestätigen, dass es bei Ihnen wirklich top zugeht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das sehen kann. Ja. Wenn Sie sich selber so wie Sie waren vor der OP nochmal einen Rat geben könnten, hätten Sie einen? Ja, und zwar macht es schneller. Ja. Vor allem macht es vielleicht auf erster Stelle sogar. Bevor ich die anderen OPs gemacht hätte, wäre eigentlich das einer der wichtigsten OPs gewesen für mich. Weil es ist wirklich das, was man was die Gesellschaft zuerst sieht, ist ja das. Mein Gesicht ist halt so. Genau. Okay. Letzte Frage, wenn jemand die Interesse hat an einer OP bei uns mal Kontakt aufnehmen möchte, wäre das in Ordnung? Auf jeden Fall, ja. Das ist lieb. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön.